Ein Schüler hat mir kürzlich eine sehr gute Frage gestellt. Was bedeutet eigentlich quasi? Viele hören quasi ständig im Deutschen, aber die meisten verstehen es nicht ganz. Und genau darüber sprechen wir in diesem Video, weil dieses Wort im Deutschen extrem häufig vorkommt, vor allem in der gesprochenen Sprache. Und wenn du quasi danach wirklich verstehst, wirst du es nicht nur erkennen, sondern auch selbst natürlich anwenden können. Die Bedeutung. Quasi ist ein typisches Wort der Alltagssprache. Es hat keine ganz feste, exakte Übersetzung oder Definition, aber es bedeutet ungefähr, sozusagen, mehr oder weniger, im Grunde genommen, fast wie, ungefähr, also so. Wichtig ist, quasi macht Aussagen weicher, ungenauer oder beschreibt etwas nur annähernd. Fangen wir mit der ersten Verwendung an als Erklärung, also sozusagen. Wenn du etwas vereinfachst oder nicht 100% exakt ausdrückst, dann kannst du quasi benutzen. Das ist quasi eine Modalpartikel. Es ist nicht perfekt so oder genau so, aber man kann es so verstehen. Oder das ist quasi wie ein Synonym. Ähnlich, aber nicht identisch. Hier hilft quasi also, komplizierte Dinge einfacher zu erklären. Die zweite Verwendung ist die Annäherung, also mehr oder weniger. Zum Beispiel, ich habe quasi nichts gegessen. Das bedeutet fast nichts. Oder das ist quasi fertig. Fast fertig, aber noch nicht ganz. Hier beschreibt quasi immer einen Zustand kurz vor vollständig, also fast vollständig. Die dritte Verwendung ist der Vergleich, also fast wie. Er ist quasi mein Bruder. Er ist kein echter Bruder, also Blutfamilie, aber sehr eng wie ein Bruder. Oder das funktioniert quasi wie ein Computer. Es ist nicht wirklich ein Computer, aber es verhält sich ähnlich. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, quasi als Zeitgewinner in der gesprochenen Sprache. Hier wird es oft gar nicht inhaltlich stark verwendet, sondern eher als Fürwort. Ich war dann quasi, also fast zu Hause. Oder, und dann ist das quasi passiert. Das ist sehr typisch im Deutschen. Das Wort hat hier manchmal keine starke Bedeutung, sondern macht die Sprache einfach flüssiger. Das ist also ähnlich wie das Wort like im Englischen. I was like almost home. Ein paar weitere Beispiele, damit du es wirklich internalisierst. Ich habe heute viel zu tun. Ich habe quasi keine Zeit. Ja, ich habe angefangen und ich bin quasi schon fertig. Im Deutschen steht das konjugierte Verb quasi immer an zweiter Stelle. Also nicht immer, aber quasi immer, fast immer in normalen Aussagesätzen. Im Perfekt fängt das Verb fast immer mit ge an. Also nicht immer. Ich meine, hat bekommen, hat studiert, aber sehr, sehr häufig. Das ist quasi eine Faustregel. Wenn du möchtest, schreib doch selbst einen Satz mit dem Wort quasi in die Kommentare. Das hilft euch auf alle Fälle. Und ich sage dir dann, ob dein Beispiel gut ist oder was du verbessern kannst. Jetzt werdet ihr das Wort viel häufiger im Alltag hören und merken. So ist es immer mit neuen Wörtern. Welches Wort soll ich als nächstes erklären? Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Also, bis dann. Tschüss!